Ja, wie man sieht, Sommerzeit in Deutschland ist Kirchweihzeit. Die Buden und die Bierzelte sind aufgebaut. Die Leute feiern, essen, trinken. Und bei mir ist auch was aufgebaut, nämlich die neue Insta360 X4. Neueste Generation. Wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich werde sie mal testen. Das machen wir am besten heute im Aurachtal. Das ist meine heutige Tour. Das Aurachtal ist so südlich von Nürnberg, geht ganz grob, keine Ahnung, vom Battelmess Aurach über Mildach nach Büchenbach. Das ist so ein Zufluss von der Rednitz. Wir haben ja mehrere Aurachs hier, mittlere Aurach und ach, was weiß ich, da bei Ansbach ist auch noch eine. Da blickt man eh nicht mehr durch. Auf jeden Fall ist es die südlichste Aurach, die wir hier haben. Und dann werden wir hier das ganze Ding mal auf Herz und Nieren prüfen. Mit dabei ist auch so eine coole Halterung, wie man hier sieht. Die hat verschiedene Gelenke, kann man dann in verschiedene Richtungen einstellen, auch höhenverstellbar oder von den Winkeln her ziemlich praktisch mit so Kugelgelenke. Geht natürlich nur an herkömmliche Rennradlenker, so wie ich einen habe. An diesen modernen Carbon-Cockpits, wo alles All-in-One ist, Vorbau und Lenker in einem, da funktioniert es wahrscheinlich nicht zu 95%, außer man ist da sehr kreativ, aber ich möchte es nicht an einen Carbonlenker irgendwie dran klatschen und dann zudrehen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich so einen Lenker hier habe. Ich finde ihn auch ziemlich praktisch, weil da kann man auch mal gern die Neigung einstellen. Hat halt mehr Einstellmöglichkeiten wie bei so einem festen Cockpit. Egal, ich schwinge mich jetzt mal weiter hier Richtung Aurachtal und dann gucken wir mal, was das Ding kann. Ja, angekommen hier im Aurachtal, sehr beschaulich, sehr besinnlich. Ein wunderbares, weites Tal. Und diese Straße, die hier durchgeht, die geht ewig. Also da kann man 20, 30 Kilometer lang ballern, man kann Zeitfahren machen, man kann Intervalle fahren oder einfach nur dahin rollen. Es ist ohne Störungen, es gibt keine Kreuzungen, keine Ampeln, man muss nirgendwo abbiegen, man kann einfach immer nur geradeaus fahren und kann sich so richtig schön auf seine Fahrt konzentrieren. Es ist halt ziemlich wenig Verkehr, natürlich fährt hier ab und zu mal ein Auto entlang. Natürlich gerade jetzt, wenn ich filme, fahren hier 3, 4, 5, 6, 7 Autos vorbei, so wie man hier sieht. Aber normalerweise ist da echt nichts los. Und unter der Woche ist sogar auch ziemlich verkehrsarm. Man möge es nicht glauben, aber es ist wirklich eine der wenigen Regionen hier, wo wenig Verkehr ist, auch unter der Woche. Genauso wie hinten in Fürth, der Landkreis Fürth, im Westen raus, da ist auch ziemlich wenig los immer an Verkehr. Und deswegen fahre ich hier eigentlich recht gerne, weil da hat man seine Ruhe und man kann, wie gesagt, dahin rollen, ohne dass man ständig irgendjemanden hinter sich kleben hat. Aber wir wollen ja über die Insta heute reden. So schaut das Teil aus. Ich habe die jetzt, wie gesagt, mal hier an den Lenker montiert mit dieser mitgelieferten Halterung. Wenn man das hier löst, kann man das hier so rausklappen. Und es gibt auch noch eine Gummieinlage, wenn man die möchte. Allerdings wäre dann hier zu wenig Platz, um das wieder fest zu klemmen. Hat hier so ein Kugelgelenk. Das kann man dann hier lösen und dann auch nochmal den Winkel einstellen. Und die Kamera selber wird dann hier einfach nur mit einem Schraubgewinde aufgeschraubt. So schaut das Ganze dann von unten aus. Da ist auch nochmal so ein Kugelgelenk. Das kann man also auch nochmal im Winkel verstellen. Also ist eine ziemlich smarte Lösung, wie ich finde. Das war bei den letzten Kameras, die ich bekommen habe, nicht dabei, soweit ich mich erinnere. Da war zwar auch eine Halterung dabei, aber das war nicht so eine.
Das war, wie gesagt, bei der X2 und bei der X3 war was dabei, aber das hier ist jetzt neu. Und ich finde es, wie gesagt, ganz gut, weil ich kann das hier an diesen konventionellen Lenkern anmontieren und das hält bombenfest. Also da bewegt sich nichts. Wenn man das hier ordentlich befestigt, dann schüttelt da nichts und löst sich auch nichts, kann also nichts passieren. Man hat hier diese seitliche Flügelschraube, die man löst, und dann kann man hier nochmal die Position der Kamera einstellen. Man kann sie drehen, man kann sie neigen und auch hier das ganze Gelenk vorne kann man nochmal ausrichten, wie man es eben möchte, und dann dreht man hier wieder fest und dann ist das bombenfest und da bewegt sich dann nichts. Da kann es schütteln und rütteln, was es will, da passiert nichts. Ich schwinge mich jetzt mal auf die Strecke und dann schauen wir mal, was das Teil so kann. Mit dabei habe ich auch diesen geilen Stick hier. Das ist dieser typische Insta360 Stick, den kann man ausfahren, das ist ein Teleskopstab und in der Aufnahme sieht man den dann nicht. Das wird von der Software wegretuschiert und das testen wir jetzt dann später auch mal aus. Machen wir mal ein paar coole Aufnahmen, so von der Seite, von oben, von hinten, von unten und zwischen den Speichen, und dann schauen wir mal, wie das auf Video aussieht. Wie gesagt, das Ding ist auch mit dabei und jetzt geht es mal weiter hier auf die Strecke. So, ich habe jetzt mal den Invisible Stick ausgepackt. Mal gucken, wie das so funktioniert. Normalerweise müsstet ihr jetzt den Stab nicht sehen können. Ich sehe ihn, aber wir gucken dann mal später in der Aufnahme, ob der wirklich verschwunden ist. Und begeben uns auf die Reise und schauen jetzt mal, wie das während der Fahrt aussieht.
So sieht das Ganze dann als Actioncam aus mit Einzelobjektiv ohne 360-Grad-Modus. Das geht natürlich auch. Wenn ich jetzt die Kamera drehe, fällt mich auf mich, drehe ich sie wieder rum, kann ich nach vorne gucken und das Ganze nimmt in 4K auf jetzt gerade mit 30 FPS. Die 360-Grad-Aufnahme ist in 8K. Das ist also nochmal ein Sprung zum Vorgänger X3. Die hatte 5,7K und die hier hat jetzt 8K. Und ich nehme jetzt auf mit dem aktuellen Mikro, mit dem internen Kameramikro. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen, weil ich merke schon den Wind, wie er in den Ohren pfeift. Und die Mikros sind ja da ein bisschen empfindlich, gerade die von den Kameras. Und ja, ich hoffe mal, das funktioniert. Es gibt so Puschel, die man an die Seite kleben kann. Habe ich jetzt allerdings nicht dabei. Aber ich hoffe mal, das geht so einigermaßen. Mein internes Mikro hat jetzt einen Geist aufgegeben, kann ich jetzt gerade nicht verwenden. Von daher ist das ganz gut. Dann können wir mal hier das Insta-Mikro ausprobieren. Das Ganze geht auch mit 60 FPS. Dann das Maximum, was man bei 4K einstellen kann. Ist natürlich dann für Zeitlupen nicht geeignet, außer in der internen Insta-Software. Dazu muss man aber den Clip dann dort erstmal hochladen und als Slow Motion bearbeiten und kann dann erst den Clip in die eigentliche Software hochladen, in der man das Video dann bearbeitet. Von daher ein bisschen umständlich. Die GoPro, die hat natürlich die Möglichkeit 240 FPS aufzunehmen bei 2,7K. Das ist dann schon ein bisschen an der Hausnummer. Da kann ich gleich richtig runter regeln auf Slow Motion. Bei 60 FPS ist das nicht so ganz möglich. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, was ist mir auch negativ aufgefallen, das muss man auch aufführen, und zwar, wenn ich die Kamera hier vorne am Lenker montiert habe, in der 360-Grad-Einstellung, dann hat die Kamera immer Probleme mit diesem Wegretuschieren, was eigentlich für diesen Stick hier sein soll. Und zwar, wenn dann hier die Brems- und Schaltgriffe teilweise wegretuschiert oder mein Arm, wenn man den sieht, der erscheint dann immer so halb durchsichtig. Das ist nicht so gut gelöst. Weiß nicht, ob das überhaupt lösbar ist, weil halt dann die Software das irgendwie so halb als Stick erkennt oder was auch immer. Ist ja suboptimal. Müsste man sich irgendwas anderes überlegen, wo man die vielleicht montiert, dass man vielleicht die Bremsgriffe oder die Arme dann nicht im Bild hat. Das Problem hatte ich auch bei der Insta360 RS1, die hatte ich ja in Italien mit, und da habt ihr auch in den letzten Videos gesehen, dass ja das teilweise ein bisschen weird aussah. Alles ein bisschen komisch mit den Armen, dass die dann so halb durchsichtig waren und die Bremsen und Schaltgriffe, wie gesagt, auch irgendwie so halb verschwunden waren. Dann hatte die RS1 auch das Problem, wenn ich die hier vorne wie die GoPro montiert habe und im 360-Grad-Modus war, dass teilweise das Bild ziemlich stark gezittert hat. Das war auch nicht so schön. Das hat nicht funktioniert mit der Stabilisation. In der Einzelobjektivaufnahme funktioniert es, bei der GoPro sowieso. Da habe ich jetzt natürlich auch keinen Vergleich, weil die hat keine 360-Grad-Funktion, aber Entschuldigung, Fliege. Aber bei der RS1 in der 360-Grad-Version hat es nur bedingt funktioniert und hat auch viele Aufnahmen dann zerstört, die ich dann teilweise gar nicht verwenden konnte, so Abfahrten und so ein Zeug. Das war nicht so schön, da ist ein Haufen Bildmaterial flöten gegangen.
Ich habe das auch zwischenzeitlich mir gar nicht angeguckt, weil ich ging davon aus, dass das einfach von der Stabilisation her passt und weg retuschiert wird, beziehungsweise ja, halt einfach so gut verarbeitet wird wie beim Einzelobjektiv, aber dem war nicht so. Hier auf dem Vorbau, ja, das hat ihr dann doch ein bisschen zu sehr zugesetzt, der Kamera, und ja, ist halt leider vieles nicht brauchbar gewesen. Aber es war irgendwie ein Event nach dem anderen. Ich habe das einfach auf die Festplatte gehauen, ich habe es mir gar nicht angeguckt, und jetzt erst beim Editieren nach und nach sehe ich das, dass das teilweise nicht so schön war und in den nächsten Videos auch nicht so schön wird. Also das bitte ich jetzt schon mal zu entschuldigen, aber so ganz verzichten wollen wir auf die Videos auch nicht, weil es waren ja schöne Ausfahrten und ein bisschen was wollen wir davon trotzdem zeigen. Auch wenn das alles ein bisschen shaky ist, aber in Zukunft werde ich dann nur noch Einzelobjektive verwenden für solche Geschichten auf dem Vorbau hier und lasse diese 360-Grad-Geschichten weg. Wenn man das ganze Ding in der Hand hält und dann hier irgendwie rumspielt mit dem 360-Grad-Modus, dann ist das alles wunderbar, dann funktioniert es. Aber sobald mehr Objekte im Spiel sind, Arme, Lenker, irgendwelche Stangen oder sonst was, dann gibt es da Probleme mit der Software und dann sollte man das tunlichst vermeiden. Ja, ich wollte es nochmal zeigen jetzt mit diesem Stick, wenn man das hier irgendwie einigermaßen sieht. Ich spiele jetzt mal diese Videosequenz hier ab, diese 360-Grad-Sequenz. Man kann ja hier auch rumspielen dann im Display und es drehen, so wie in der Software. Und hier sieht man also, dass der Bremsgriff sehr, sehr seltsam aussieht und nicht schön. Und auch hier der Lenker ist nahezu verschwunden. Kann man das sogar vergrößern noch? Ne, das geht jetzt nicht, aber ich denke, man sieht, was ich meine. Schau, meine Hand verschwindet. Das ist halt nicht so toll dann. Also für so nach vorne ist es okay. Vielleicht den Reifen noch oder bestimmte Parts, aber ja. Wenn es halt dann darum geht, so dünne Gegenstände zu filmen wie den Lenker und die dünnen Arme des Frankenpedaleurs, dann kann es sein, dass die sich gänzlich auflösen. Ja, ich schaue mir jetzt gerade hier die Aufnahmen an. Und jetzt kam gerade hier eine Dame angefahren. Die haben mich gerade überholt, so ein älteres Pärchen. Und sie kam sie jetzt gerade zurückfahren und hat mich gefragt, ob sie mir vielleicht irgendwie helfen kann, ob ich irgendwie ein Problem habe oder ob was passiert ist. Ich sah anscheinend so hilfsbedürftig aus. Dabei war ich nur so über dem Lenker gehangen und habe so die Videos durchgeklickt, habe sie mir alle angeguckt. Und als die vorbeifuhren, hatten die wahrscheinlich gemeint, mir ist irgendwas passiert oder mir schlecht oder so, dass ich über den Lenker hänge. Irgendwie so halt kurz, keine Ahnung, voll nett. Kam jetzt angefahren und ich habe jetzt gerade zum Hans gesagt, ich weiß jetzt nicht, hat der ein Handy in der Hand gehabt oder konnte er irgendjemanden anrufen? Ich gesagt, nee, ich schaue hier nur Videos. Alles gut. Oh, jetzt lustig. Okay, das war's von der Tour ins Aurachtal, zusammen mit der Insta360 X4. Schönes Teil, lässt sich vielseitig einsetzen, wie ihr gesehen habt. Bloß bei der Lenkermontage muss man ein bisschen Obacht geben, damit man nicht die Arme oder den Lenker irgendwie mit drin hat, weil dann kann es passieren, dass es wegretuschiert wird. Aber ansonsten wunderbar einsetzbar mit dem Selfie-Stick, der dann unsichtbar wird. Kann man also wunderschöne Aufnahmen machen. Es ist 19 Uhr jetzt
Der Glockenturm läutet schon. Das EM-Finale ist in 2 Stunden. Spanien gegen England. Wer wird es werden? Ich tippe mal auf Spanien, wobei mir die Engländer lieber wären. Aber ja, ich denke mal, die Spanier werden es machen. Leider Gottes. Wobei die Engländer könnten es auch mal gewinnen, weil die sind genauso gebeutelt wie die Deutschen. Aber die fliegen immer so unglücklich raus. Und weiß auch nicht. Die spielen zwar jetzt nicht irgendwie den allerbesten Fußball momentan, wobei das letzte Spiel war ganz gut, das Halbfinale, aber ja, die Spanier werden wohl zu stark sein. Egal, wenn das wieder rauskommt, steht sowieso schon fest. Ich schwing mich nach Hause, hau mich unter die Dusche, esse was und schaue mir gemütlich das Spiel an. Die X4 kommt immer mal wieder zum Einsatz, nicht immer, aber immer öfter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Ciao, ciao.